Nun, Mario, danke für deine Hilfe. Gerne. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Ich bin niemandem außer mir selbst im Traum erschienen. Vor allem nicht als der Superprimat. Oder zumindest erinnere ich mich nicht daran. Vielleicht hast du es einfach vergessen. Ich meine, man vergisst ja auch Träume. Besonders fremde. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, lasst uns doch alles resümieren. Nicht wir allein suchen nach der Karte. Zweitens, in diese Suche ist ein Irrbiss verwickelt. Oder der Beschreibung nach einem Schneeleopard, was nicht sein kann, da sie schon längst ausgestorben sind. Wahrscheinlich ist das von euch getroffene Individuum einfach nur gefärbt. Bestimmt ist es so. Aber wieso? Um zum Beispiel seine Verbindung zu seinen Vorfahren zu betonen. Oder weil es einfach seine Lieblingsfarbe ist. Kann auch sein. Weiß es auch meine Lieblingsfarbe. In der Antarktis ist es einer der populärsten Farben. Auf der Flagge von der Antarktis ist auch ein weißer Eisberg mit Schnee zu sehen. Im Hintergrund. Warte mal, ich habe die Antarktis-Flagge schon mal gesehen. Sie ist rein weiß. Ja, wo willst du denn sonst einen Eisberg mit Schnee abbilden? Moment! Wollt ihr damit sagen, dass Bruder Nimrod sich deswegen das Fell weiß gefärbt hat, weil er ein Patriot der Antarktis ist? Meine Freunde, werden wir uns nicht ablenken. Wir wissen nur eins mit Sicherheit. Wer auch immer dieser Bruder Nimrod ist, er sucht auch nach der Karte. Und er ist auch nicht so besonders freundlich eingestellt. Was mich noch beunruhigt, ist, dass die Sektanten über die Karte von einer Frau erfahren haben, die auch eine Vision hatte wie ich. Und von der wir vermutlich wissen, wer sie ist. Wer? Angela Vitrasch. Genau. Na, sowas. Ja, und deswegen müssen wir so schnell wie möglich handeln. Bestimmt werden wir wegen dem Fatum sterben. So wie Laura damals im Theater. Red keinen Unsinn. Wir müssen Angela befreien. Angela hat diese Träume. Und die Sektanten sollten besser nicht mehr zu dem erfahren, was sie bereits wissen. Aber zuerst müssen wir uns zu dem Familiengrab der Uison begeben. Was ist es für ein Familiengrab und wo befindet es sich? Die Uison sind eine alte Tigerfamilie, die schon bald ganz erlöschen wird. Heute wohnen die Nachkommen dieser Familie im Ausland, aber ihr Familiengrab befindet sich hier in Gradburg auf dem alten Friedhof. Friedhof? Friedhof. Chef, Moment mal, hast du gesagt gerade eine Tigerfamilie? Tiger. Säbelzahntiger. Bestimmt ist die Karte dort. Warte, Bertha, die Uison sind eine ganz normale Tigerfamilie. Die Säbelzähner sind schon längst ausgestorben. Bestimmt. Genauso wie die Schneeleoparden, vor denen wir heute weggerannt sind. Ja, sie sind ausgestorben. Aber die Uison sind tatsächlich auf eine Art mit diesen Säbelzahntigern verbunden. Sie sind ihre ganz entfernten Verwandten. Ich schlage vor, mit der Theorie zu beenden und zu handeln. Sonst wird Nimrod uns noch überholen. Das stimmt. Also, Konstantin, Eugen und ich fahren auf den Friedhof. Bertha, du gehst nach Hause. Wie? Es ist schon zu spät, deine Eltern können sich schon Sorgen machen. Außerdem ist es gut möglich, dass unsere Mission auf dem Friedhof sehr gefährlich sein wird. Aber ich will auch die Leichen sehen und die Grabsteine. Das ist echt unfair. Bertha, bitte. Ich werde mir das niemals verzeihen, wenn mit dir etwas passiert. Ja, ich gehe nach Hause. Ja, und wenn mir was passiert, dann freust du dich einfach was. Wie bitte? Ich habe dich nicht so ganz verstanden. Du hast so leise geredet. Nichts, alles gut. Gut, übrigens, Eugen, du hattest doch ein Auto, mit dem du zum Theater gefahren bist. Ich habe das leider von meinem Onkel ausgeliehen, deswegen. Okay. Mario, du hast doch ein Auto. Vielleicht könntest du uns dorthin bringen. Aber das ist falsch. Ich bin doch ein Spion. Ich muss euch hinterhergehen und nicht euch hinfahren. Sag mal, gibt es eigentlich auch in Stalking so etwas wie Kostümierung? Ja, natürlich. Und wenn du dich dann als Taxifahrer verkleidest und uns dann dorthin bringst? Ja, vielleicht. Aber würdet ihr es dann auch glauben? Bestimmt. Dann wartet mal. Ich komm gleich.
Hallo? Zum alten Friedhof, bitte. Danke. Tschüss, Bertha. Tschüss, Bertha! Woher hast du diese Taximütze? Irgendein Spion. Ja, wissen Sie, es tut uns wirklich leid, dass wir Sie so spät abends angerufen haben. Tja. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Geht besser. Sind Sie schon lange kein Taxifahrer? Ja. Diese Tankpreise, die steigen auch immer weiter. Ja. Sag mal, Konstantin, woher hast du eigentlich diesen Ohrring? Welche Uhr? Ja, diesen in deinem Ohr. Den hat er geklaut! Ich habe ihn angeblich geklaut. Konstantin. Ich habe ihn nur ausgeliehen. Für immer. So, pass auf. Boah, ja. Ist das so ein Geist? Herzlich willkommen auf dem alten Friedhof. Sie sind bestimmt sehr mutige, doch sehr dumme Tiere. Ich bin Wolf Samuel. Ich werde Ihr Guide in diesem Reich des Schattens sein. Unser Guide? Genau, ohne einen Guide werden Sie flöten gehen. Dieser Friedhof ist voller grausamer Gespenster und brutalen Zombies. Hören Sie. Wir sollten sie auf die Erde fortschleppen. Ja. Kein besonders gastfreundlicher Ort. Nein, nein, hier ist man immer sehr erfreut über das Ankommen der Gäste. Und wofür brauchen Sie unser Guide sein? Wie wofür? Denken Sie, man hat auf dem alten Friedhof viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen? Wofür brauchen Sie denn Geld? Wodurch bin ich denn übler als Sie Lebenden? Nein, ich meinte wirklich, wofür brauchen Sie das Geld? Ich meine, wie wollen Sie es benutzen? Verbrauchen? Wofür? Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man Würmer anwerben, um das Grab zu beschützen. Oder andersherum, die Würmer anwerben, um das Grab des Feindes anzugreifen. Die Informationen auf dem Gedenkstein verbessern oder eine moderne Epitaph bestellen. Man kann auch einen bequemeren Grab in einem besseren Viertel kaufen oder mieten. Und wenn man genug Geld hat, dann kann man sogar ein Grabgewölbe kaufen. Man kann sich mit den Gräbern austauschen. Sie ziehen also von einem Grab zum anderen. Ist es aber nicht zünftig, bei seinem Grab zu bleiben, wo man beerdigt wurde? Wieso denn? Dies ist keine totalitäre Nekropolis. Ja, natürlich. Ich dachte nur, dass die Toten überall hier nur herumliegen. Hört mal, hasst ihr etwa die Toten? Seid ihr etwa Nekrophoben? Nein, wir sind Nekrophilen. Sehr geehrter Wolf Samuel, wir respektieren und hochachten die Toten überaus. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Na gut, ich glaube Ihnen. Ausgezeichnet. Sehr geehrter Wolf Samuel, wir brauchen den Grab der Uisuren, den Familiengrab. Das Familiengrab der Uisuren? Ein sehr unangenehmes Grabgewölbe. Die Geister, die dort lebend sind. Naja,
ziemlich frech. Ja, vielleicht bringe ich euch einfach irgendwo anders hin. Wollt ihr vielleicht die Sphinx-Pyramiden sehen? Ja, es gibt auch eine Pyramide. Es gab hier aber leider doch nie Sphinx. Aber dafür eine Pyramide, wo sie begraben sind. Lustig, oder? Lustig und geheimnisvoll. Wir brauchen nur den Grab der Durchsuchen. Na gut, dann die euch suchen. Kommt mit. Dort entlang nicht erschrecken. Da lang müssen wir gehen. Können Sie mir bitte Ihr-Tickets geben, damit ich Sie überprüfen kann? Ich sehe, Sie haben leider die Lotterie Slings verloren. Jetzt auf Zehenspitzen den Berg runterrennen. Ihr werdet eine sterben. Zeigt der da einen pinken Hut? Ja. Oh mein Gott, die haben eine Lotterie. Ja, guck mal, die haben eine Lotterie oder so. Dort ist der Bereich Lipa Lipa. Sind die schlecht? Was glaubst du, können wir da gewinnen? Wir kriegen wieder anscheinend. Hier, das ist euer Familiengrab der Durchsuchen. Dieses Häuschen? Ja. Hört ihr das Quietschen hier? Welches Quietschen? Ich höre gar kein Quietschen. Das ist bestimmt eine Täuschung. Hier, auf dem alten Friedhof, gibt es besonders viele Täuschungen. Das ist das Eingangstor. Dieses Gewölbe ist direkt neben dem Eingang. Du hast es komplett sinnlos im Kreis rumgeführt. Man darf auf dem alten Friedhof nicht glattweg gehen. Das ist zu gefährlich. Sie warten doch nur darauf. Welche See? Sie. Es ist besser, wenn ihr nichts von ihnen wisst. Ich werde euch deshalb keine Angst einjagen. Auf diesem Friedhof. Angst? Was meinen Sie damit? Ich dachte wirklich, das ist hier gruselig. Aber was, mein Gott, diese Gasse da hinten, die spielen eine Lotterie. Was ist daran gruselig hier? Leise. Wenn der Friedhof euch hört, seid ihr tot. Stopp! Es reicht. Meine Freunde, es ist klar, dass Wolf Samuel uns um die Nase herumgeführt hat. Wir sind darauf eingefallen, deswegen werden wir ihm auch jetzt bezahlen. Aber wir müssen uns bitte in das Grabgewölbe begeben. Vergisst nicht, wir haben Zeitdruck. Hey, was wollt ihr hier? Pfoten weg von unserem Familiengrab. Das ist mein Grabgewölbe. Haut ab! Entschuldigung, wir wollten uns nur in Ihrem Grab umschauen. Also seid ihr mitten in der Nacht hergekommen, um auf unsere Knochen zu glotzen? Es steht doch alles auf euren Gesichtern. Ihr seid hergekommen, um uns zu berauben. Ich werde das nicht so einfach lassen. Ich hole jetzt die Zombie. Warte! Die Zombies? Das ist wirklich schlecht. Dass ihr keine Angst vor Geistern habt. Das kann ich noch nachvollziehen. Seid mutig. Ist es zu spät, diese Würmer zu holen? Aber sich vor den Zombies nicht zu fürchten, das ist schon kein Mut, sondern Dummheit. Kommt rein. Zombies? Ulysses, was suchen wir ja eigentlich?
Was genau suchen wir hier denn? Keine Ahnung. Irgend so ein Artefakt. Hörst du, Eugen? Wir suchen ein Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein artefaktisches? Keine Ahnung. Irgendetwas Altes, was uns wichtig erscheint. Ich hab sie, die Prägung! Ist das ein Superprimat? Das kann nicht möglich sein. Diese Prägung scheint aus den Zeiten der Säbelzähner zu stammen und damals gab es den Glauben noch nicht. Oh nein, ich habe in der Burg viele Porträts gesehen. Das ist definitiv ein Superprimat. Mir egal, wie auch immer es ist es bestimmt das, wonach wir suchen. Nicht so schnell! Auf euer Fund gibt es würdige Prätendenten. Bruder Nimrod! Ja, genau der. Ich gebe zu, ihr seid flott abgehauen. Aber ich war mir jedoch sicher, dass wir uns wieder treffen würden. Gemeinsame Interesse werden uns doch zusammenbringen. Und das haben sie. Sie sind also dieser geheimnisvolle Bruder Nimrod? Bereits, wenn ich richtig verstehe, sind sie der Anführer der Bande. Wir werden auch genug Zeit haben, miteinander zu plündern. Im Verlies der Burg des Graf Obuin gibt es viele Orte für solche Gespräche. Und jetzt gebt mir die Prägung her. Die da, schnappt sie euch! Was ist hier los? Haut ab von hier! Hey, wohin? Wo seid ihr? Kannst du mir vorkommen, die sind weg. Die Zombies, sie sind sehr primitiv. Hören auf den, der lauter brüllt. Und ich bin auf das Brüllen fähig. Die Prägung her! Achtung, Achtung! Alle stehen bleiben! Das ist das ist die Polizei! Benjamin Maulwurf. Also der Waschbär. Mann, das ist ja ein Irrenhaus und kein Friedhof! Und ihr habt doch gesagt, ihr seid kein Räuber. Dachtet ihr mich zu täuschen? Das spielt sich nichts ab. Ich erkenne Grabenräuber sofort. Was für ein toller Kerl bin ich. Hier, alle in Revier. Diese mit den Küttern auch. Hier sind alle Räuber. Halt! Ich weiß, wo ich sie gesehen habe. Sie waren doch in meinem Traum erschienen. Sie haben über die Säbelzähne und die Schätze gesprochen. Na sowas. Erst seid ihr die wahrheitsbegreifende Rockmusiker, dann Archäologen und jetzt Räuber. Pures Geflunker. Obwohl, das mit Räubern ist ja wahr. Und wie ich sehe, sind sie nicht so simpel. Sind in diesem Traum von diesem Maulwurf erschienen, haben mit ihnen über Silberzähne und Schätze gesprochen. Übrigens sind sie nicht nur ihm im Traum erschienen. Wem denn sonst? Ihnen etwa? Nein, mir nicht. Danke dafür. Zumindest... Wissen Sie was? Wir sitzen sowieso anschließend hier fest. Leitgenossen sozusagen. Ich schlage vor, uns mit Informationen auszutauschen. Ich sag ein bisschen, dann Sie. Einverstanden. Fangen Sie an. Ich weiß, wenn Sie noch im Traum erschienen sind. Es ist eine Frau. Jetzt Sie. Diese Frau ist eine Luchskatze, jetzt Sie. Hey, das ist unfair. Das war meine Information. Eine Information ist eine Information. Woher soll ich wissen, was Sie bereits wissen und was nicht? Geben Sie mir jetzt eine andere Information, sonst schweige ich. Dann schweigen Sie halt. Na gut, aber jetzt ehrlich. Natürlich. Sie fangen an. Diese Luchskatze ist sehr jung. Jetzt Sie. Diese Luchskatze hat 4 Pfoten. Jetzt Sie. Diese Luchskatze ist eine Superprimatin. Sie heißt Angela. Woher wissen Sie das? Das ist eine Frage, obwohl wir uns
abgesprochen haben, uns mit Informationen umzutauschen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn wir uns mit Fragen umtauschen. Moment, ich denke mir mal eine aus. Warten Sie kurz. Ihr 3 seid frei und du gehst zum Verhör. Falls ich nicht mehr wiederkomme, denkt an mich als Abenteurer, Superprimat und Archäologe. Sagen Sie mal, sehen Sie schlecht? Ich meine, an mir ist nichts Außergewöhnliches. Ich sehe nicht mal schön aus, obwohl da müssen Sie Katzen fragen. Manche würden Ihnen ja sagen, dass... Sei doch leise. Bist du nicht der Kater, der letztens 2 Patrouillen mit Karnickel Wölfe angehetzt hat? Nein. Da gibt's wichtige Fragen. Stimmt, werden wir gestehen? Natürlich. Was haben wir denn getan? Sie werden im Grabraub beschuldigt. Warum denn das? Weil man sie am Tatort aufgefunden hat. Ist es denn jetzt verboten, in ein Grabgewölbe zu gehen? Ich meine, ist es für jeden zugänglich. Nachts? Ist es denn jetzt verboten, nachts in ein Grabgewölbe zu gehen? In ein altes Familiengrab der Tiger, die nichts mit ihnen zu tun haben? Ist es denn jetzt etwa verboten, nachts in ein Familiengrab zu gehen von Tigern, die nichts mit einem zu tun haben? Zu welchem Zweck, wenn sie nicht stehlen wollen, wozu dann? Vielleicht sind wir ja auch einfach Schlafwandler und sie wissen es einfach nicht. Ich meine, sie haben uns ja auch keine Schätze raustragen sehen oder so. Deshalb müssen sie auch sagen, wir werden verdächtigt und nicht beschuldigt. Hör mal, wer kennst du dich denn so gut damit aus? Mein Onkel ist Anwalt. Übrigens, könnte ich ihn anrufen? Nein. Zwei Jahre her wurde das Grabmal des antiken Herrschers der Schakalen ausgeraubt. Das Grab des Schildpatts des 7. Die Zeugen behaupten, unter den Räubern einen Kater gesehen zu haben. Und was sagen Sie dazu? Es ist eine Schande, dass ein Kater in so eine Sache verwickelt ist. Also Sie möchten sagen, dass das nicht du warst? Klar. Dann sag mal, Liebes, was hast du denn am 10. April vor 2 Jahren getan? Sag mal, seid ihr irgendwie verrückt? Wieso sollte ich das noch wissen? Aha! Du hast kein Alibi! Und Sie haben keine Beweise! Das werden wir schon haben. Oder, Inspektor? Klar, und bis dahin schreiben wir mal auf, Kater Konstantin hat sich geweigert, mit der Beweisaufnahme zu kooperieren. Den Arrester bitte wegführen und den Pinguin herführen. Was hast du im Grabgewölbe getan? Ich persönlich? Ja, du persönlich. Ich persönlich hatte Angst, dass diese Skelette aus dem Grabgewölbe aufstehen würden und mich dann fragen würden, was ich da tue. Genau wie Sie gerade. So, du auch also, kehrst einen Dummen vor. Wir wissen, dass du ein Räuber mit Arbeitsjahren bist. Mit welchen Arbeitsjahren? Hier! Der Beraubung der Mausoleums Chinomirs, der Herrscher der antiken Marder. Das war ich nicht. Wie möchtest du erklären den Fakt, dass einer der Räuber ein Adler war? Wie ich das erklären soll? Dass wahrscheinlich ein Adler dort gesichtet wurde. Das warst du! Ich? Ja, Adler sind Vögel! Ich bin natürlich über diese Aussage sehr, sehr geschmeichelt, aber ich bin ein Pinguin und Pinguine und Adler haben nichts miteinander zu tun. Ja, stimmt. Hier steht nichts über einen Pinguin. Wo warst du während der Beraubung? Ich weiß nicht, wo ich war. Aha! Also du hast zugegeben. Inspektor, schreiben Sie bitte auf. Mr. Eugen Penguin hat zugegeben, dass er während dieser Beraubung 60 Jahre her da war. 60 Jahre? Da war ich doch nicht mal geboren! Na sowas! Ihr Verbrecher habt alles durchdacht. Jetzt ist es klar.
Du hast in deinem vorherigen Leben, als du noch ein Adler warst, an dieser Verbrechung teilgenommen. Man muss bezahlen, es ist egal, in welchem Leben man diese Verbrechen gemacht hat, wenn man sie begangen hat. Entschuldigung, Mr. Malwurf, aber das Gesetz verbreitet sich auf die vorherigen Leben nicht. Ich schreibe vorerst auf, dass der Pinguin Eugen sich geweigert hat, mit der Beweisaufnahme zu kooperieren. Führt den Pinguin weg und bringt den Fuchs. Hören Sie mal, Inspektor. Können Sie uns alleine lassen? Ich möchte mit diesem Kerl selbst sprechen. Das ist nicht erlaubt. Mit den Arrestdaten darf man nur in meinem Dasein sprechen. Glauben Sie mir, das Ergebnis wird allen gefallen. Hör mal, Ulysses, lass uns etwas ausmachen. Du erzählst mir, was ihr über das Karte herausgefunden haben, und ich sage, dass ich mich vertan habe und ihr kein Grabenräuber sind. Wir sind tatsächlich unschuldig. Und ein solches Angebot macht ihnen keine Ehre. Was macht es denn? Keine Ahnung. Etwas anderes. Was macht ihr, wenn ihr herumsitzt und nichts macht? Ihr werdet definitiv keine Karte hier finden. Hätte ich in ihrem Traum über diese Karte gesagt? Ja. Wie hatte ich bloß ein solches Pech gehabt? Na sowas. Über die Schätze habe ich nur ein rein wissenschaftliches Interesse. Wofür braucht ein Wissenschaftler noch das Reichtum? Keine Ahnung. Um reich zu sein zum Beispiel? Ihr Verdacht ist ausfällig. Wissen Sie was, Mr. Maulwurf? Ich glaube Ihnen nicht. Sie lügen die Polizei die ganze Zeit an darüber, dass meine Freunde und ich angeblich Grabenräuber wären. Deshalb werde ich mit Ihnen nicht paktieren. Sie haben uns in eine Falle gelockt und versuchen das jetzt auszunutzen. Ein solches Verhalten ist abstoßend. Wagen Sie es nicht zu behaupten, ich sei betrügerisch. Guck mal, wie ehrlich ich bin. So eine Ehrlichkeit habt ihr nie im Leben gesehen. Nicht im Traum gesehen. Sowas. Notationen eines Verbrechers anzuhören. Es ist gut. Nein, nichts ist gut. Sie können ruhig aufschreiben, dass Fox Ulysses sich geweigert hat, mit den Beweisaufnahme zu kooperieren und dass das schlimmste Fehler seines Lebens war. Das dachte ich mir schon. Die Prägung ist für uns verloren. Natürlich, wenn ein Schneeleopard irgendwie unsere Prägung übernimmt. Er ist kein Schneeleopard. Wie? Die Schneeleoparden sind schon längst ausgestorben. Ich verstehe einfach nicht, warum euch ausgerechnet diese verrückte Idee in den Sinn gekommen ist. Anstatt einer einfachen, wahren und logischen Erklärung. Welchen? Bruder Nimrod ist ein Albino. Natürlich. Natürlich. Sag mal, Eugen, würde es dieses Mal genauso funktionieren wie damals in der Burg, dass irgend so ein Freund kommt und uns rettet? Woher kommt denn ein Freund? Keine Ahnung. Aber wenn es einmal geklappt hat, klappt es auch zweimal. Wir müssen einfach abwarten. Da stimme ich Konstantin zu. Wir müssen nur abwarten. Das verratet mir meine Intuition und Logik. Bist du jetzt etwa kein Taxifahrer mehr? Ein Spion. Ist das denn erlaubt? Ja, ich spioniere ja gerade nicht auf. Woher wusstest du denn, wann wir denn rausgelassen werden? Also jetzt? Ich wusste es. Meine Freunde, ich glaube, wir sollten uns ausgerechnet Mario für unsere Freiheit bedanken. Nicht ganz. Größtenteils ist das Kanikils Verdienst. Es wäre für ihn nicht günstig, wenn ihr hinter Gittern sitzt, anstatt Schätze für ihn zu suchen. Das ist gut. Mario, wusstest du eigentlich, dass Bruder Nimrod ein Albino ist? Tatsächlich? Ja, aber er wurde schon längst aus dem Gefängnis freigelassen. Bestimmt ist er wieder dann auf den Friedhof zurückgekehrt und hat den Fund weggenommen. Ach ja, schau mal im Handschuhfach, da ist eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Die Prägung! Mario, wo hast du die her?
Als ich gesehen habe, wie die Polizisten euch mit den Superprimaten weggeführt haben, bin ich auf den Friedhof gegangen, weil ich dachte, vielleicht könnte ich da herausfinden, was passiert ist. Da hat mir ein netter Geist namens Wolf Samuel die ganze Geschichte erzählt. Übrigens nahm er nicht viel Geld. Meine Freunde, wir hatten einen sehr schweren und langen Tag hinter uns. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, dass er mit unserem Gewinn endete. Das Schicksal steht auf unserer Seite. Herrgott, kannst du bitte wenigstens jetzt mit dem Schicksal aufhören? Klatsch! Nun gut. Ist hier nicht leise sein? Zweimal. Mafia. Würmer-Mafia. Kennen wir alle. Lieben wir alle. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Hinter den Kulissen Video. Die ist gerade auf Pinterest. Pinterest ist besser. Und da ist Bruder Nimrod und so weiter und Benjamin Blümchen. Nein! Das war die Wahrheit, hallo? Ist doch Benjamin Blümchen. Und es ist ein sehr interessanter Drehort. Spooky. Und ja, mir ist langweilig. Alles tat, bitte weg von den Pinguinherd führen. Ey, ich will aber meine Thunfisch stoßen. Doch, natürlich lache. Das sind nicht die Unglücklichen, Ja, komm, das sind ich die komm mit, Unmöglichen. Alter. Ja. Ja, aber dich sieht man. Hallo meine lieben Leute und heute bekommt ihr ein Tutorial, wie Eugen immer sein Wurstbrot macht. Kommt mit! Geh. Okay. Hier haben wir erstmal unsere wichtigen Zutaten. Wurst, Hähnchen, Brustfilet, Butter, ganz viel. Käse brauchen wir nicht. Messer. Aber bitte vorsichtig damit sein, ne? Und eine Tomate. Braucht ihr jetzt auch nicht unbedingt, aber egal. So, okay, los geht's. Hier haben wir erstmal ein Messer und damit streichen wir jetzt halt die Butter über das Brot. Ah ja, ihr braucht auch noch Brot. Das habe ich ganz vergessen, ja. Brot ist ganz, ganz wichtig. Und danach müsst ihr halt mit dem Messer Butter nehmen und halt damit die Butter über das Brot verstreichen. Gut, jetzt, wenn ihr das verstreicht habt, braucht ihr Wurst, Hähnchenbrustfilet. Ihr könnt auch andere Wurst nehmen, aber wir haben jetzt nichts anderes. Und dann nehmt ihr ein paar Scheiben von der Wurst, wenn ich das herausbekomme, und dann verteilt ihr halt diese... Boah, Alter. Und dann verteilt ihr das halt auf das Brot. So. Jetzt schritt mal. So, jetzt nehmen wir die Tomate. Ich brauche noch ein Messer. So. Obwohl, doch, Tomate braucht ihr doch ganz dringend. Und dann schneidet ihr die Tomate in Hälften, also in solchen kleinen Stücken. So ungefähr. Ungefähr, ne? Und dann verteilt ihr das auf das Brot. Und das ist sehr lecker, glaube ich. Vertraut mir, ne? Vertraut mir. So. Und jetzt haben wir unser Wurstbrot mit Tomaten. So lecker. So. Haben Sie
schon unser leckeres Brot probiert. Eugens Brot. Sehr gut. Gruselig lecker. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann zwar nichts mehr fühlen, aber darauf freut man sich immer wieder. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin dein Brot. Ich sehe zum Anbeißen lecker aus. Wusstest du, dass ich belegt bin mit einer leckeren Wurst und Tomaten? Ja. Am liebsten würdest du jetzt in mich reinbeißen, oder? Aber ich habe schon in die reingebissen. Ja, aber du willst mich doch aufessen, nicht nur reinbeißen. Ja. Meine leckere Kruste. Meine leckere Kruste mit Butter überzogen. Wir machen jetzt Werbung. Ist zum Essen bereit. Hallo, ich bin das Sandwich von Eugen. Zu weiteren Informationen lesen Sie auf der Webseite www.eugensküche.com. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.